Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki. Das heutige Video ist die Fortsetzung vom letzten Q&A-Video. Wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, schaut gerne auch das letzte Video an. Wenn ihr wisst, sind wir ein internationales Ehepaar. Mein Mann ist Deutscher und ich bin Japanerin. Mein Mann ist auch heute hinter der Kamera und er stellt mir ein paar Fragen über meine Schwangerschaft und Kindererziehung in Deutschland. Dann, los geht's! Dann fangen wir mal an. Dozo? Frage 1. Du musst nicht Frage 1 sagen. Hast du Angst vor der Geburt? Ja, ich habe Angst vor der Geburt, vor allem vor dem Schmerzen. Ich schaue ab und zu YouTube-Videos, wobei Frauen ihre Geburt oder so anzeigen. Und ja, dadurch bekomme ich Stück für Stück Angst. Aber ja, ich habe mehr Freude als Angst, denke ich mal. Und wenn ich noch andere Angst haben würde, dann habe ich Angst davor, ob ich eine gute Mutter werden kann. Ja, so eine Angst habe ich jetzt, aber ich denke, ich schaffe es. Oder ja, wir schaffen es zusammen. Ja. Wolltest du ein Mädchen oder einen Jungen haben? Ich wollte ein Mädchen haben. Und unser Kind ist auch ein Mädchen. Also mein Wunsch ist geträumt, aber zum Schluss ist es ganz egal, welches Geschlecht unser Kind hat. Ich bin ja selbst eine Frau, deswegen verstehe ich Mädchen oder Frauen viel besser. Deswegen ist es gut, dass wir unser erstes Kind Mädchen ist. Vor allem Pubertät verstehe ich Mädchen viel besser, denke ich. Und ja, je größer das Kind wird, desto mehr weiß ich oder mehr Ahnung habe ich. Ne? Und Junge weiß ich leider nicht so. Ja, deswegen war es gut, dass wir ein Mädchen bekommen haben. Außerdem würde ich mich wahrscheinlich nicht so einsam fühlen, wenn ich ein Mädchen in Deutschland habe. Mit Jungen ja, kann ich ja zusammen spielen, bis der Junge so nicht so groß wird. Aber wenn der Junge so groß wird, dann weiß ich nicht, mit ihm zusammen zu spielen. Wahrscheinlich mit Vater noch eine engere Beziehung haben Junge wahrscheinlich. Deswegen, ja, weiß gut, dass ich ein Mädchen bekommen habe. Was ist im Vergleich zu Japan schwierig, wenn du in Deutschland schwanger bist? In Japan gibt es ganz viele fertiges Essen im Supermarkt oder im Konbini. Und damit kann man ganz einfach schnell essen zu Hause. Und sie sind nicht so teuer. Und in Supermärkten gibt es zum Beispiel Osozai. Osozai ist eine fertige Beilage zum Essen und es gibt so verschiedene Osozai im Supermarkt. Man kann Osozai zu Hause einfach mit Mikrowelle oder Pfanne oder so ganz einfach erwärmen und dann kann man es sofort essen. Oder es gibt auch Bento, also Lunchbox, Reis und verschiedene Beilage, zum Beispiel Salat, Eier, Fisch, Fleisch und so weiter, gibt es in einem Obento. Das kann man in Japan ganz einfach kaufen. In Deutschland gibt es kein Bento oder Osozai im Supermarkt. Deswegen muss man selber zu Hause kochen. Ne? Und in Deutschland gibt es zum Beispiel Lieferungsservice oder ja, man kann auch in Restaurants essen. Aber sie sind meistens teuer. Man muss viel Geld ausgeben und jeden Tag kann man nicht ins Restaurant gehen oder liefern lassen oder so. Es ist ja sehr schwierig. Dann ja, muss man selber zu Hause kochen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig in Deutschland. Natürlich kaufen Japaner nicht jeden Tag Osozai oder Bento und viele kochen auch zu Hause. Aber
es ist gut, wenn man ab und zu so eine Osozai oder Bento einfach kaufen kann. Vor allem während der Schwangerschaft hat man manchmal Beschwerde oder keine Motivation zum Kochen oder ja, einfach keine Kräfte. Dann möchte man manchmal so nicht kochen, aber leider muss man in Deutschland immer kochen. Und was es für mich noch schwierig ist, dass meine blutverwandten Eltern oder Schwiegereltern weit von uns wohnen. Das heißt, sie können für mich oder für uns nicht kochen. Dann muss ich immer selber Essen zubereiten. Dann, ja, manchmal anstrengend, ne? Aber ich muss auf jeden Fall irgendwas essen für das Kind. Wenn ich nichts esse, dann bekommt das Kind keine Nährstoffe, dann ist es gar nicht gut. Und ja, auch wenn ich müde oder keine Motivation oder was auch immer habe, muss ich selber kochen. Das war anstrengend. Und in Japan gehen manche Frauen nach Hause, also zu ihren Eltern zurück vor der Geburt. Zum Beispiel ab 34 Schwangerschaftswoche hatte man Mutterschutz und ja, sie gehen zu ihren Eltern, damit die Schwangere zu Hause nichts machen können. Ne? Aber bei mir, ich muss alles machen und mein Mann arbeitet tagsüber, also an den Werktagen und auch abends kommt er spät zurück, dann ja, muss ich alles machen. Ne? Aber am Wochenende oder so hilft er mir ganz viel, deswegen ist es okay und ich kann noch meine Schwangerschaft überleben. Ja, Gott sei Dank hatte ich nicht so starke Beschwerde in meiner Schwangerschaft, deswegen war es kein Problem. Aber wenn wir noch ein Kind, also zweites Kind bekommen würden, dann ist es wirklich schwierig. Ne? Noch eine weitere Schwierigkeit wäre, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, deswegen weiß ich nicht so viele medizinische Vokabeln auf Deutsch. Zum Beispiel Gebärmutterhals, Schambein oder irgendwie sowas habe ich nie gehört auf Deutsch. Auf Japanisch könnte ich schon verstehen, aber auf Deutsch dann ja, verstehe ich am Anfang nicht so. Deswegen hatte ich manchmal so Angst beim Frauenarzt. Genau, die waren meine Schwierigkeiten während der Schwangerschaft in Deutschland. Was wünschst du dir von mir, wenn unser Kind zur Welt kommt? Ganz viel. Ja, erstmal möglichst viele Unterstützung. Und von meinem Mann wünsche ich mir auch danach, dass er an der Kindererziehung aktiv teilnimmt. Er soll nicht so immer sagen, frag Mama oder so, sondern wir reden immer zusammen vorher miteinander. Wir reden jetzt 1 oder 2 Stunden vor dem Schlafen und wir reden über unsere Zukunft, was wir machen oder was wir heute getan haben oder was auch immer. Wir reden immer alles. Das möchte ich auch nach der Geburt weitermachen. Es ist natürlich schwierig und wir haben wahrscheinlich wenige Zeit, zusammen die gemeinsame Zeit zu haben, aber ich denke, man braucht immer so eine gemeinsame Zeit, miteinander zu reden. Und mein Mann soll auch keinen Stress haben. Ja, das ist auch wichtig. Wahrscheinlich haben wir Schlafmangel und wir haben auch Freude, aber wir haben auch bestimmt Stress. Aber trotzdem möchten wir versuchen, keinen Stress zu haben. Das war mein Wunsch. Möchtest du unsere Tochter zweisprachig erziehen? Ja, auf Japanisch und Deutsch. Also ich rede meiner Tochter auf Japanisch und mein Mann redet auf Deutsch. Ja, das möchten wir auf jeden Fall machen. Aber wenn wir zu dritt sind, dann werden wir wahrscheinlich auch Deutsch reden. Wir reden jetzt nur
90% auf Deutsch. Und mein Mann versteht Japanisch wenig, deswegen muss ich ja auf Deutsch sprechen. Deswegen vermute ich, dass unsere Tochter eher Deutsch besser sprechen kann. Irgendwann geht sie zur deutschen Schule, dann kann sie ja natürlich Deutsch besser sprechen. Ich versuche deswegen möglichst viel auf Japanisch zu reden. Durch die Erziehung kann mein Mann wahrscheinlich auch Japanisch gut lernen. Ich spreche auch Japanisch, also ganz einfachen Japanisch zu meiner Tochter und mein Mann hört das. Dann wahrscheinlich lernt er auch Japanisch, dann irgendwann ja, kann mein Mann auch sehr gut Japanisch sprechen und auch meine Tochter. Ich rede in Deutschland fast nur auf Deutsch. Ich mache YouTube auch auf Deutsch und wenn ich Japanisch rede, dann nur einmal die Woche mit meinen Eltern. Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass unser Kind Deutsch besser sprechen kann. Aber ich versuche erstmal Japanisch beizubringen. Und andere Sprache, zum Beispiel Englisch oder Französisch oder so, kann sie vielleicht in der Schule in Deutschland lernen. Deswegen haben wir erstmal nichts vor, dass wir Englisch auch unserer Tochter beibringen. Aber vielleicht verwirrt unsere Tochter, wenn sie so mehrere Sprachen gleichzeitig lernt. Aber in Zukunft könnte es für sie sehr hilfreich sein, wenn sie mehrere Sprachen sprechen kann. Ja. Möchtest du unserer Tochter mehr deutsche oder japanische Erziehung geben? Ich möchte erst zur deutschen Schule gehen lassen. Wir wohnen ja in Deutschland jetzt. Und ja, deswegen möchte ich zur deutschen Schule gehen lassen. Aber vielleicht könnte sie auch zur japanischen Nachhilfeschule gehen, einmal die Woche oder so, damit sie auch Japanisch lernen kann. Und ich kann ja Japanisch beibringen, aber sie kann wahrscheinlich besser in der Schule Japanisch lernen. Deswegen, wenn es so eine Möglichkeit gibt, dann ja, möchte ich für sie sowas geben. Und zu Hause möchte ich auch 2 Kulturen beibringen. Ich kenne ja nicht so viele deutsche Kultur, aber mein Mann kann meiner Tochter deutsche Kultur zeigen und ich kann japanische Kultur. Und wir fliegen ab und zu nach Japan, dann kann ich noch mehr japanische Kultur in Japan zeigen. Und falls unsere Tochter irgendwann an eine Uni gehen möchte, dann möchte ich gerne an eine Uni in Deutschland gehen lassen. Ich habe in Japan studiert für 4 Jahre und ich weiß, wie die japanische Uni teuer ist. Ich denke, ja, Uni möchte ich mal zur deutschen Uni gehen lassen. Verhältst du dich unterschiedlich, wenn du Japanisch oder Deutsch sprichst? Ja, ich denke ja. Wenn ich Japanisch spreche, dann ist meine Stimme etwas niedriger, finde ich. Und ich denke nicht so logisch nach. Und wenn ich Deutsch spreche, dann ist meine Stimme etwas höher wegen der Aufregung. Außerdem, wenn ich Deutsch spreche, dann sage ich auch irgendeinen Grund. Zum Beispiel, ich denke so, weil es bla bla ist oder so. Auf Japanisch muss man nicht immer Grund sagen, aber Deutsch, dann muss man immer irgendeinen Grund sagen. Wenn ich meine Meinung sage, ohne Grund, dann fragen Deutsche mich, und warum? Da muss ich immer irgendwas antworten und ja, das ist ein bisschen schwierig für mich oder für Japaner, weil wir auf Japanisch nicht so viele Gründe sagen müssen. Deswegen verhalte ich wahrscheinlich ein bisschen anders zwischen Deutsch und Japanisch. Ja. Was möchtest du mit unserer Tochter in Zukunft zusammen machen? Ich
ich möchte mindestens einmal pro Jahr mit meinem Mann und meiner Tochter zusammen nach Japan fliegen. Und ich möchte auch meinen Eltern unsere Tochter für die Enkelkind zeigen. Dafür braucht meine Tochter Japanisch. Ne? Meine Eltern in Japan können gar kein Englisch und Deutsch sprechen. Jedes Mal, wenn wir nach Japan fliegen, dann muss ich immer für meinen Mann und meine Tochter übersetzen. Das ist ja wirklich anstrengend und ich möchte nicht nur nach Japan fliegen, sondern mit meiner Familie zusammen in anderen Ländern oder an die Orte innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Japan und vieles erfahren und lernen. Das würde ich gerne machen. Was für ein Mensch soll unsere Tochter werden? Die soll stark werden, aber auch ein netter Mensch werden. In Deutschland sollte man ein bisschen stark sein. Ja, aber sie darf keine Kriminalität machen oder so. Das wünsche ich mir auch. Und sie soll auch rücksichtsvoll auch andere Menschen und auch Familie oder Freunde und so auch. Ne? Außerdem sollte sie auch richtig für sich selbst und für uns Eltern sein. Und vielleicht sollte sie irgendwann selbstständig sein und nicht so Parasite. Immer zu Hause zu bleiben und immer Geld fordern oder immer harzen oder so. Das sollte sie nicht machen. Zum Beispiel in Japan gibt es Parasite Single. Das ist ein Mensch, der Single ist und noch bei seinen Eltern wohnt und er arbeitet auch nicht so und er bekommt Geld, Essen und so weiter von seinen Eltern, auch wenn er so über 30 oder über 40 wird. Sowas gibt es manchmal in Japan und ja, ich wünsche mir gar nicht, dass unsere Tochter sowas wird, hoffentlich. Ja, selbstständig zu werden ist auch ein wichtiger Punkt, aber sollte sie immer glücklich leben und in ihrem Leben Spaß haben und Freude haben, das wünsche ich am meisten. Und ja, das ist das Allerwichtigste, finde ich. Hast du Angst davor, unsere Tochter in Deutschland aufwachsen zu lassen? Einigermaßen schon. Warum? Ja, also ich bin selbst nicht zur deutschen Schule gegangen, deswegen weiß ich nicht, wie die deutsche Schule läuft und wie die deutsche Erziehung gut ist oder so, weiß ich selber nicht, deswegen habe ich Angst. Das ist eher meine Angst davor, dass ich in Deutschland gut erziehen kann. In Deutschland gibt es in der Schule verschiedene Veranstaltungen und das ist wahrscheinlich unterschiedlich zwischen Japan und Deutschland. Dann weiß ich nicht, deswegen muss mein Mann auf jeden Fall dabei helfen. Das ist wegen mir Angst, aber wegen der deutschen Schule, wenn ich Angst haben müsste, dann vielleicht mehr Droge, Zigaretten, Alkohol und Gewaltprobleme als in Japan wahrscheinlich. Ja, aber ja, bestimmt, es kommt auf den Ort an. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine gute Schule in Deutschland finden. Mein Mann ist in Deutschland gut aufgewachsen, also ja, habe ich eigentlich nicht so starke Angst, aber man bekommt einfacher zum Beispiel Droge in Deutschland als in Japan. Ja, deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, deswegen gut erziehen. Ja, wir haben deswegen ein bisschen Druck, aber wir schaffen es. Ne? Mochiro. Das war's mit seinen Fragen von heute. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ich werde irgendwann mal auch auf eure Fragen antworten, wenn die Abonnentenzahl 10.000 oder so erreicht ist.
Lass bitte also ein Abo da, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!